Wir waren in Tadschikistan, wir hatten kein Geld, wir haben uns nicht mehr verstanden. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. You were truly mine, but it was over so fast. Just one thing to Ich bin Vicky von Vanilla Ice Dream und ich fahre normalerweise mit meiner Hündin Cleo durch die Welt. Ich fahre eigentlich einen T5 und bin gerade von einer großen Reise zurück und der wird jetzt verkauft. Das tut mir ein bisschen weh, aber es fängt auch ein neues Kapitel an. Und für die Übergangszeit darf ich jetzt hier das ist ein Malibu-Camper, den ich Probe fahren darf für 2 Monate, während ich meinen neuen Bus ausbaue. Also was mir damals wichtig war, ich habe vor 3 Jahren den Bus alleine ausgebaut. Damals gab es nur mich und Cleo und mir war wichtig, ich wollte es eigentlich nicht so groß haben. Ich war nicht so gewohnt, so ein riesen Ding zu fahren, deswegen wollte ich es eigentlich klein halten. Deswegen hat es auch keine Stehhöhe. Ich wollte auch noch in eine Tiefgarage passen und so weiter und ich wollte nicht als Camper erkannt werden von Anfang an. Und um diese nicht vorhandene Stehhöhe auszugleichen, habe ich die Küche nicht innen verbaut, sondern ich habe draußen einen riesen Auszug, wo ich dann kochen kann, weil da kann ich dann stehen und deswegen habe ich auch nie die Stehhöhe groß vermisst. Außer es ging wenn die Temperaturen zu niedrig waren, dann hat es halt einfach keinen Spaß gemacht. So, wenn es mal geregnet hat, dann kann man auch mal den Kram reinholen und drinnen kochen, das war okay. Aber im Winter macht draußen kochen einfach keinen Spaß. Das war okay jetzt auf der Reise. Da konnte ich halt im Winter einfach ausweichen. Aber da ich das jetzt die nächsten Monate nicht kann oder die nächsten Jahre vielleicht sogar, weil ich auch in Wintergegenden bleiben will und werde, möchte ich eben mir was Größeres ausbauen. Vanilla hat außer die Ausziehküche noch ein festes Bett. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich bin viel zu faul, das Bett jeden Tag zu machen. Und ich bin auch eigentlich echt dankbar, dass ich es so gemacht habe, weil ich habe so viele Leute getroffen, die kein festes Bett haben und die lassen es einfach ständig offen liegen. Also ein festes Bett war mir wichtig, viel Stauraum und Platz für den Hund. Ja, viel mehr Platz ist gar nicht im Bulli. Also ich bin gestartet nach Skandinavien, habe mir richtig viel Zeit in Norwegen gelassen und auch Schweden und Dänemark kennengelernt, das war richtig schön. Wollte eigentlich noch über Finnland weiterfahren, habe mich dann, weil ich ohne Standheizung gefahren bin, kurzerhand umentschieden, es ist bitterkalt gewesen, habe mich umentschieden und weil mein Zuhause einfach auf Rädern war, bin ich dann nach Spanien gefahren und habe dort dann den Winter verbracht. Das war die bessere Entscheidung, definitiv. Und dann habe ich in Spanien und Portugal nochmal irgendwie 8 Monate verbracht, denke ich mal. Und mich dort verliebt. Und bin dann zusammen mit Antonio sind wir dann nach Deutschland gekommen, haben in Deutschland dann eben diese kurze Pause gehabt, wo wir gearbeitet haben und sind dann jetzt auf den Roadtrip zurück zu meinen Wurzeln quasi über Russland nach Kasachstan und Zentralasien gefahren und sind jetzt vor einer Woche oder 2 zurückgekommen. Ja, also der Plan war eigentlich, wir sind mit relativ kleinem Budget gestartet und der Plan war, unterwegs zu arbeiten. Aber das hat leider nicht so ganz so funktioniert, wie wir wollten. Also es war extrem viel Strecke, also das ist ja schon ziemlich weit weg da hinten. Und irgendwie bin ich dann doch sehr in den Konflikt gekommen mit dem Arbeiten und Reisen. Und vielleicht dadurch oder auch aus anderen Gründen sind wir auch in Konflikt gekommen. Das heißt, wir hatten am Ende, wir waren in Tadschikistan, wir hatten kein Geld, wir haben uns nicht mehr verstanden und dazu kam noch, wir wollten über Russland zurück, weil der andere Weg hätte also unglaublich viel Geld gekostet, das wir einfach nicht hatten. Also es war am Ende der russische Winter auch, vor dem wir ein bisschen Angst hatten. Da hört man ja viel drüber. Und dann haben wir uns entschieden, die Reise
also es ist gar nicht, ich würde gar nicht sagen, vorzeitig abzubrechen, aber wir sind doch schon extrem zurückgeeilt. Also wir haben am Ende, ich weiß nicht, die 6000 noch was Kilometer in weniger als einem Monat gemacht. So. Also es war schon heftig. Also den ganzen Tag, jeden Tag, die ganze Zeit, immer, in jeder Situation, als Paar zusammen zu sein, das ist schon eine Herausforderung. Also Vanlife ist eine Herausforderung. Fulltime, das macht nicht jede Beziehung mit. Und es ist auch in Ordnung. Ich glaube halt einfach, also ich glaube ganz ehrlich, dass unsere Beziehung wahrscheinlich, wenn wir normal gelebt hätten, auch irgendwann kaputt gegangen wäre, aber vielleicht erst in 5 Jahren, wenn wir das so richtig gemerkt hätten. Und wenn man so viel zusammen ist und so, ja, einfach sich nicht aus dem Weg gehen kann, dann merkt man das viel schneller. So. Und deswegen, also es ist natürlich schade und wir hatten natürlich auch ganz tolle Zeiten. Ich will es auch gar nicht, also ich habe ihn, ist wahrscheinlich der Mensch, der mich am besten kennt und ich habe ihn auch total gern und wir sind auch Gott sei Dank eben im Guten auseinander und so. Aber ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann kannst du es einfach nicht verstecken, wenn du im Bus lebst zusammen. Also man kann sich tatsächlich nirgends verstecken, so, räumlich nicht, aber eben auch emotional nicht. Du kannst nicht irgendwie Teile von dir, die du vielleicht auch gar nicht magst oder so, die kannst du nicht verstecken, weil die sind immer da und du bist ja sehr, auch wenn du alleine bist, ich bin ja auch 1,5 Jahre alleine gereist und deine Emotionen sind immer ganz oben, also dann geht das Auto kaputt, dann hast du keinen Tank mehr, dann was auch immer, also, oder du fährst dich fest mitten im Nirgendwo, was ja auch ständig passiert, zumindest mir. Und also es passieren ja so viele Dinge, dass du kannst da gar nicht, du kannst das nicht so einfach runterschlucken, sondern deine Emotionen sind sofort da. Aber genauso mit der Freude, also die negativen, sowohl auch die positiven. Also wenn du an dem schönsten Ort der Welt bist oder mit den tollsten Leuten, dann bist du einfach so voller Energie und so voller Freude. Also es ist ein Extrem. Also, ich mag das Extreme eigentlich sehr gern, aber es ist halt auch eine Herausforderung für einen selbst. Man kann daran wachsen oder man kann halt daran auch gehen. Ich bin, wie gesagt, gerade erst zurückgekommen und alles ist noch total durcheinander und ich habe bei meinen Eltern gelebt, jetzt für die 2 Wochen, kann jetzt Gott sei Dank in den Camper ziehen, weil wenn man so lange nicht mehr zu Hause gelebt hat, dann ist das doch ganz schön schwierig, wieder einzuziehen. Und ich fahre jetzt morgen auf ein Vorstellungsgespräch. Bin sehr gespannt, das ist im Schwarzwald. Ich bin eigentlich Architektin und schau mal, ob ich wieder arbeiten werde. Und also ich bin wirklich einfach sehr gespannt, weil ich weiß einfach gar nicht, ob es ein Ja oder Nein wird, auch für mich. Also gar nicht nur für die, auch für mich. Also für die wird es natürlich auch schwierig. Ich bin seit 3 Jahren habe nicht mehr in meinem Beruf gearbeitet. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ansonsten arbeite ich an meinen eigenen Projekten. Also ich habe über die Zeit einen Reiseblog eben aufgebaut und arbeite gerade an so einer kleinen Modekollektion und hab so viele, ich habe einfach, mein Kopf ist immer voller Ideen und ich bin gerade dabei, das konnte ich eben auf der Reise nicht, diese Ideen umzusetzen und zu sortieren. Und jetzt mache ich genau das und das ist total spannend. Das ist eben ganz anders. Also ich bin plötzlich an einem Ort oder bewege mich einfach nicht mehr so viel, aber es passiert trotzdem so unglaublich viel. Also es macht gerade total Spaß. Ja. Ich habe jetzt 3 Jahre im Bulli gelebt. Meine Ansprüche sind nicht hoch. Ich hatte keine Toilette, ich hatte kein Waschbecken. Es war sehr minimalistisch und ich fand das auch voll okay. Deswegen, klar, ändern sich jetzt meine Umstände auch. Also jetzt, wenn ich irgendwie arbeite, dann will ich nicht nach Hause kommen und muss dann erstmal mit der Schaufel irgendwie neben Nachbars Garten kacken. Also ja, deswegen, meine Umstände ändern sich, deswegen muss auch der Bus sich ein bisschen ändern. Aber grundsätzlich finde ich, man muss es auch nicht übertreiben. Ich fahre jetzt gerade den Ducato und es wird wahrscheinlich einer, weil der ja relativ breit ist und ich kann quer drin schlafen. Also weil ich so ein kleiner Furz bin. Und im
Im Sprinter wäre das schon wieder ein bisschen knapp, weil ich das Bett relativ hoch bauen will. Deswegen schätze ich mal, es wird ein Ducato. Und ich bin gerade noch, also ich habe gerade gestern mit einem Kumpel telefoniert und der hat mich wieder hat wieder alles umgeworfen, weil ich wollte eigentlich die Fahrerkabine zumachen. Damit ich einfach, ich will eben da drin Vollzeit leben und ich werde vermutlich die nächsten Jahre sogar in Deutschland oder der Schweiz irgendwie in auch Ländern leben, wo es auch im Winter gibt, wo es kalt wird und so weiter. Und die Fahrerkabine ist ungedämmt und die Fenster sind einfach verglast. Und der hat mich dann aber total wieder alles umgeworfen, weil er gesagt hat, Mensch, das ist aber so schön, dass man nochmal so eine große Fensterfläche hat. Und ich verstehe es auch, weil sie ist ja da, ne? Sie ist ja groß und das stimmt schon. Und dann kann man hier sitzen und auch rausgucken, auch wenn draußen ekliges Wetter ist. Ich muss es mir nochmal überlegen, wie ich es genau mache. Aber eigentlich war der Plan, eine große L-förmige Küche quasi mit einem Durchgang trotzdem nach vorne zu machen. Eine Sitzgruppe und ein 1-Meter-Bett, das ich ausziehen kann zu einem 2-Meter-Bett, also quasi 2 Matratzen übereinander. Dann schlafe ich wie heißt das, die Prinzessin auf der Erbse. So. Und genau, also so das ist so die Idee. Wie ich es dann am Ende umsetze, weiß ich noch nicht. Ich bin ganz froh, dass ich den hier testfahren kann, gerade auch wegen dem Bad, weil ich eigentlich kein Bad geplant habe. Und jetzt schaue ich mal, wie oft ich es wirklich benutze. Also trotzdem eine Toilette wollte ich einmal und so eine flexible Dusche. Aber ich werd jetzt mal testen, ob ich die fixe Dusche lieber habe. Also ich finde es echt gut, dass ich mal so ein bisschen ausprobieren kann jetzt. Ich habe nicht gepanikt, aber es hat mich schon immer ziemlich runtergezogen, wenn man mal festgesteckt hat irgendwo, wenn ein Reifen kaputt war oder irgendwie sowas. Und das habe ich jetzt dann auf der Reise gelernt, als wir in Tadschikistan irgendwo festhingen, da habe ich gedacht, erst ging es wieder los und oh scheiße, jetzt muss das schon wieder und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, warte mal, du bist so privilegiert, du kannst in Tadschikistan dich festfahren. Wie cool ist das denn? Und dann hat sich plötzlich alles verändert und ich dachte so, Heavy, das ist doch eigentlich voll cool, dass ich das machen kann. So, okay, dann ist das vielleicht irgendwie ein bisschen nervig gerade, aber das ist doch voll toll, dass ich das erleben darf. So. Und seitdem ist nicht mal das scheiße. Ich kriege ganz oft über Instagram Nachrichten, da sagen Leute, ach, du lebst meinen Traum. Und dann sage ich, nee, ich lebe meinen Traum. So. Weil, also ich mache einfach, was ich will und was ich mir wünsche. Und eine andere Begegnung hatte ich, das war sehr witzig. Da war ich in einem Architekturbüro von meiner Tante. Und da meinte ihr Kollege, oh, das finde ich ja toll, was du machst. Das würde ich ja auch gern machen, aber kann ich ja nicht, weil ich habe ja hier einen Job. Und dann, ich bin auch Architektin und ich meinte zu ihm, ja, war ich auch. Hatte ich auch. Habe ich gekündigt. So, weil ich halt machen wollte, was ich mir gewünscht habe. Und ich glaube, alles passiert zu seiner Zeit. Und wenn jemand sagt, ich möchte das so gerne machen, macht es aber nicht, dann will er es auch gar nicht so gerne machen. Und ich finde, Leute sollten ganz ehrlich zu sich sein. Entweder sie wollen es unbedingt machen und dann sollen sie es auch einfach machen. Dann hör auf Oma zu hören, die sagt, oh Mensch, was denn mit der Rente? So, hör auf die ganzen Ängste zu hören. Oder sei ehrlich zu dir und sag, das sieht toll aus, was die anderen da machen. Aber Vollzeit wäre nichts für mich. Dann sei einfach ehrlich zu dir. So, und ich glaube, das fehlt ganz vielen Leuten, dass sie einfach nicht ehrlich zu sich selbst sind, dass sie eben ihren Wünschen nicht zuhören, ihren Träumen nicht zuhören und denen nicht nachgehen. Oder eben, dass sie sich Träume einreden, die eigentlich gar keine Träume sind. Die vielleicht Träume anderer sind, die toll aussehen auf Fotos und in Videos, die sie selbst aber niemals machen würden, weil deren Traum einfach ist, in einem Haus zu leben und eine Familie zu haben. Ich habe eine Freundin, eine richtig gute Freundin, deren Traum war es, schon seit sie klein ist, junge Mutter zu werden. Für mich ist die viel mutiger als ich. Ich bin hier fast 30 und tüdel hier so ein bisschen rum und die hat sich mit 22, hatte die eine Familie. So, das ist total mutig. So, und ich finde,
man sollte sich einfach bewusst werden, was man eigentlich möchte und dem dann einfach nachgehen. Und nicht gucken zu den anderen Seiten, was möchten denn die anderen und was sagen die anderen zu meinem Traum, sondern einfach hier drin folgen.